Marketing. Opportunities, Kontakte, Leads, Produkte, Kunden und Dashboards. Das Marketing lebt von Daten, von Statistiken, die in Dashboards visualisiert werden müssen. Deswegen ist es für Marketing so wichtig, Prozesse im Unternehmen so zu etablieren, damit sie messbar werden. In wenigen anderen Bereichen spricht man so oft über Workflows, über KPIs und über datenbasierte Entscheidungen. Wie kann Marketing gestärkt werden? Hier darf man nicht Jahre warten, bis ein Prozess digitalisiert wird. Im Marketing ist die Reaktions- und Anpassungszeit absolut wichtig. Auch die Anzahl der Prozesse schießt sehr schnell durch die Decke. Wie kann die IT der Anforderungen gerecht werden? Die Antwort lautet Low-Code. Hallo Freunde, in diesem Video zeige ich, wie man die Opportunity-Anlage samt Produkten in Salesforce mittels Low-Code schnell und einfach verbessern kann. Ich gebe auch andere Beispiele, wie Low-Code dem Marketing so dienen kann, dass sogar die Mitarbeiter von Marketing selbst die Prozesse digitalisieren können, ohne auf IT warten zu müssen. Am Ende des Videos verrate ich euch, wie Low-Code euch helfen kann, die Aufgaben der anderen Abteilungen, Kunden und Lieferanten so zu organisieren, dass diese auch tatsächlich umgesetzt werden. In diesem Kanal erkläre ich die Möglichkeiten, wie sowohl die IT- als auch Nicht-IT-Mitarbeiter die Prozesse digitalisieren und verbessern können. Wenn dich die Inhalte interessieren, abonniere den Kanal und aktiviere unbedingt die Benachrichtigungen, damit du alle neuen Videos mitbekommst. Ich freue mich für jeden Abonnent und jede Abonnentin. Nun wechseln wir zum Screencast. Nun sind wir in Salesforce und wir wollen die Opportunity mit Produktenanlage verbessern. Wenn wir das jetzt in Salesforce machen, müssen wir auf New klicken, geben wir einen Namen, geben wir ein Stage und wir müssen auch Close Date geben. Klicken wir auf Save und dann wenn wir Produkte anlegen wollen, gehen wir auf Produkte, Add Products, wählen wir ein Produkt aus, gehen wir auf Next, geben wir Quantity ein, speichern und jetzt ist es da. Wenn wir vorstellen, dass da dahinter auch wesentlich mehr Felder zu füllen sind, sehen wir, dass wir durch viele Fenster durchklicken müssen, um jetzt eine Opportunity mit Produkten anlegen. Nun wollen wir das Ganze verbessern und alles in einem Fenster machen. Dazu gehen wir in IBPMS und erstellen wir eine neue App. Process-Based App. Basiert auf Salesforce. Dazu wählen wir ein Access Token, der davor erstellt wurde, und wir wollen als Primary Entity Name die Opportunity verwenden. Opportunity werden alle Felder und alle Related Entities aufgeladen und wir brauchen auch Opportunity Product. Wird aufgeladen und wir klicken auf Next. Erstellen einen Start Task. Es wird New Opportunity Form. Wir sehen rechts, alle Felder sind geladen, sowohl von Opportunity als auch von Produkten und wir brauchen nur 3 Felder. Name, wir brauchen Stage Name, es wird automatisch erkannt, dass ein Dropdown mit entsprechenden Stages und Close Date. Sehen wir, bei allen 3 ist es schon Pflichtfelder hinterlegt. Dann wollen wir alle Produkte anlegen, machen wir mittels einer Subform. Und da brauchen wir bei Opportunities auch 3 Felder, nämlich Quantity und Unit Price. Und auch natürlich nehmen wir ein Dropdown List und das müssen wir natürlich mit Produkt ID verknüpfen. Und dann aktivieren. Unsere Form ist fertig und wir können diese auch publishen. Nun haben wir das gepublished und jetzt können wir das Ganze testen. Gehen dafür in Workcenter und starten die App. Wir hinterlegen eine neue Opportunity, dann Stage Prospecting, Close Date, wählen wir ein Produkt, Quantity 1, Sales Price 1 und haben wir das abgeschickt und wenn wir jetzt auf Opportunities gehen, sehen wir, dass das jetzt angelegt wurde und Produkt ist auch da. Somit haben wir das alles in einer Form angelegt und es ist wesentlich schneller und einfacher. Der Prozess wurde sehr schnell und einfach verbessert. Das ist aber nur ein Beispiel.
der vielen Prozessen, die im Marketing verbessert werden können. Man kann analog viele andere Workflows digitalisieren. Erfolgt die Opportunity-Bearbeitung in mehreren Schritten durch diverse Abteilungen, implementiere einen Workflow, mit dem jede Abteilung seine Aufgaben bekommt und du transparent sehen kannst, welche davon umgesetzt wurden und bei wem jetzt die Bearbeitung liegt. Wird dadurch der Opportunity Scoring bearbeitet? Lass auch diesen Prozess außerhalb von CRM transparent abbilden, damit du ein Dashboard ohne Probleme bekommst und das CRM nicht zu langsam wird. Muss der Kunde abhängig von 20 Parametern mit unterschiedlichen Informationen versorgt werden? Mit Low-Code lässt sich das sehr effizient, transparent und leicht anpassbar abbilden. Auch im Nachhinein kannst du dir ansehen, wer welche Informationen bekommen hat und warum. Als Marketing-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bist du sehr oft auf die Arbeitsergebnisse anderen angewiesen. Bist du schon müde, Leuten hinterherzurennen und an die Aufgaben zu erinnern? Verteile und kontrolliere die Aufgaben über die Low-Code-Plattform. Dort kannst du automatisierte Erinnerungen per E-Mail, in Chat oder sogar per SMS einrichten. Die Arbeit wird trotzdem nicht erledigt. Vielleicht ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einfach im Urlaub. In den Plattformen kann man Vertreterungsregelungen einrichten. Immer noch nicht am Ziel. Hinterlege automatisierte Eskalationen nach konfigurierbaren Zeiten, sodass der Vorgesetzte benachrichtigt wird. Mit diesen Maßnahmen kannst du jede Menge Telefonate, E-Mails und Ärger vermeiden. Die Aufgaben werden erledigt und du sparst viel Zeit und Kosten. Die automatisierten Auswertungen der Prozesse bieten auch eine hohe Transparenz, wo derzeit im Unternehmen Arbeitskraftengpässe sind, und so bekommst du dedizierte Empfehlungen für notwendige Maßnahmen. Durch Low-Code wird Marketing so gestärkt, dass viel mehr Zeit dafür freigesetzt wird, um strategische Themen voranzutreiben. Wie soll das Lead-Scoring aussehen? Anstatt nachtelefonieren, ob der Lead bearbeitet wurde. Welche Produkte sollen wem angeboten werden? Anstatt eine E-Mail zu schreiben, um Kunde über eine Verspätung zu informieren. Das macht doch viel mehr Spaß, oder? Ich hoffe, die Informationen waren für dich hilfreich. Falls dich Potenziale der Low-Code in anderen Bereichen interessieren, schreib mir gerne einen Kommentar. In dieser Playlist werden auch weitere Digitalisierungsbeispiele dargestellt und in diesem Video wird über Robotic Process Automation erzählt. Ich bin Alexei, bis zum nächsten Mal.